In diesem Video geht es um die Festigkeitslehre, genauer um die Beanspruchung auf Biegung und noch genauer darum, wie man das Flächenträgheitsmoment berechnet. Hier sieht man lauter Tontöpfe, die auf Regalbrettern lasten. Die Bretter werden durch die Last der Blumentöpfe durchbogen. Wie kann man diese durch Biegung verringern? Wie lässt sich der Widerstand der Bretter gegen die Verbiegung erhöhen? Dieser Widerstand heißt offiziell Flächenträgheitsmoment zweiten Grades. Ich habe das Flächenträgheitsmoment mit FTM abgekürzt. Wie also lässt sich das FTM der Regalbretter vergrößern? Die einfachste Methode wäre vielleicht, jedes Regalbrett mit einem zweiten zu verschrauben oder zu verkleben. Optisch unauffälliger wäre es, das Regalbrett durch eine Leiste zu verstärken, die hochkant an der Rückseite verschraubt oder verleimt wird. Doch welche Kombination ist effektiver? Dazu braucht man nur das FTM beider Kombinationen auszurechnen und miteinander zu vergleichen. Da das FTM allein aus den Abmessungen des Querschnitts bestimmt wird, haben wir es in der ersten Variante, Brett auf Brett, insgesamt mit einem rechteckigen Querschnitt zu tun. Ein Blick in die Formelsammlung führt zu der Skizze mit dem Rechteck, das in unserem Fall ziemlich flach ausfällt. Hier muss man sich zwischen zwei Formeln entscheiden, je nachdem, welche Orientierung die Biegeachse hat. Die Biegeachse geht immer durch den Schwerpunkt der Querschnittsfläche. Weil die wiederum parallel zur X-Achse der Skizze ist, wählt man die Formel für IX. Die Kante H, die senkrecht zur Biegeachse orientiert ist, trägt dabei derart stark zur Stabilisierung gegen die Verbiegung bei, dass sie hoch 3, also in die dritte Potenz genommen wird. Bei einer Breite von 240 mm und einer Dicke von insgesamt 30 mm ergibt sich daraus ein FTM von 540.000 mm hoch 4 für den Querschnitt aus zwei übereinander gelegten Brettern. Ob sich dieser Wert mit der zweiten Variante toppen lässt, also mit einer Leiste auf der hinteren Kante. Der Querschnitt sieht hier L-förmig aus und sein Schwerpunkt S liegt deswegen außerhalb der Fläche. Nicht jede Formelsammlung bietet eine FTM-Formel für so einen Querschnitt an. Falls man also keinen Querschnitt in der Formelsammlung finden sollte, unterteilt man den Querschnitt einfach in einzelne Teilflächen, deren FTM-Formel dann wieder bekannt ist. In diesem Fall hier wären das zwei Rechtecke. Das FTM des unteren Rechtecks berechnet man nach derselben Formel wie eben, nur dass die kurze Kante nicht mehr 30, sondern nur noch 15 mm hoch ist. Einsetzen der Breite von 240 mm und der Höhe hoch 3 in die Formel liefert ein eher kleines FTM von nur 67.500 mm hoch 4. Okay, aber da kommt ja noch das FTM der Leiste dazu. Bei ihr steht die lange Kante senkrecht zur Biegeachse, sodass deren Länge von 50 mm hoch 3 genommen wird. Dieses FTM fällt damit deutlich größer aus. Es beträgt 218.750 mm hoch 4. Man könnte jetzt annehmen, dass beide FTMs addiert das gesamte FTM ist. Das kann aber nicht stimmen, denn dann würde es ja keinen Unterschied machen, ob man die Leiste oben auf oder hinten an das Brett befestigen würde. Die Erfahrung zeigt aber, dass der Widerstand gegen eine Verbiegung sinkt, wenn der Schwerpunkt der Fläche und die Biegeachse näher zusammenrücken. Die Montage auf dem Brett ist dagegen wesentlich wirkungsvoller. Woran liegt das? Es liegt daran, dass die Formeln aus der Formelsammlung darauf ausgelegt sind, dass die Biegeachse durch den jeweiligen Schwerpunkt geht. In Wirklichkeit geht die Biegeachse aber durch den Schwerpunkt des gesamten L-Querschnitts. Von ihr aus gesehen liegen die beiden Rechteckschwerpunkte über bzw. unterhalb. Das heißt, sie liegen um L1 bzw. L2 von der Biegeachse entfernt. Durch diese zusätzlichen Abstände werden die Hebelarme der Randfasern noch größer. Mit den Hebelarmen wächst auch das FTM und mit dem FTM sinkt auch die Durchbiegung des Brettes. Aber welchen Betrag muss man dem bisherigen FTM noch hinzufügen? Die Antwort wurde bereits um 1850 von Jakob Steiner gegeben. Er zeigte, dass man die Tabellenformeln um den Ausdruck a mal L² ergänzen muss. Man braucht also noch die Abstände L1 und L2. Dazu skizziert man ein Koordinatensystem, berechnet die y-Koordinate ys des gemeinsamen Schwerpunkts und bildet dann die Differenz zu den y-Koordinaten der Flächenschwerpunkte S1 und S2. Für alle, die nicht mehr genau auf dem Schirm haben, wie man einen Flächenschwerpunkt berechnet, ich habe hier die Bezugsachse in die Mitte des Brettquerschnitts gelegt. Daraus ergeben sich die beiden Abstände von 25,16 mm für L1 bzw. 7,34 mm für L2. Bleibt nur immer noch die Frage, wie berechnet man damit das zusätzliche FTM, das uns noch fehlt?
Das FTM der Leiste besteht aus den eben errechneten IX1 plus ihrer Querschnittsfläche von 21 x 50 mm mal ihrem Schwerpunktabstand zum Quadrat. Das war die erste Hälfte des Terms. Jetzt kommt noch das FTM des Brettes dazu. Das besteht ebenfalls erstmal aus dem Tabellenwert, also IX2, und dann kommt da genauso das Produkt aus Fläche A2 und Abstand L2 zum Quadrat dazu. Setzt man die Zahlen ein, ergeben sich 1,145 Millionen Millimeter hoch 4. Der Löwenanteil wird hier aber durch den Satz von Jakob Steiner geliefert. Das sind die 860.000 Millimeter hoch 4. Wichtig ist in jedem Fall der Vergleich, und zwar mit der Alternative Doppelbrett. Und da stellt sich die Leistenlösung mit einem gut doppelt so großen FTM vor. Fazit: Mit der angeschraubten Leiste ist das Brett doppelt so stabil gegen eine Verbiegung, als wenn man einfach nur ein zusätzliches Brett drunter schiebt. Was für Variationsmöglichkeiten gibt es denn noch? Würde man zum Beispiel dasselbe FTM erhalten, wenn man die Leiste auf der Unterseite anbrächte? Ja, würde man. Warum? Weil sich weder die Flächen ändern, noch die Abstände L1 und L2 zur Biegeachse. Okay, und wie würde sich das FTM verändern, wenn man die Leiste in der Mitte des Regalbretts anbrächte? Auch nicht. Weil auch hier die Flächen und die Abstände zur Biegeachse gleich blieben und dadurch die Gleichung für das FTM mit unveränderten Werten arbeiten würde. Kommen wir zum Abschluss und damit zu einem zusammenfassenden Quiz. Dieser Querschnitt einer Kleiderstange aus Holz hat seinen Schwerpunkt in der Mitte. Durch diesen Schwerpunkt geht, wie immer, die Biegeachse. In diesem Fall waagerecht, weil die Gewichtskraft der Mäntel die Stange um die Horizontale verbiegen. In welche Teilflächen kann man die Querschnittsfläche aufteilen? Ihr Querschnitt kann in ein Rechteck und zwei Halbkreise aufgeteilt werden. Deren FTM-Formeln stehen ja schon mal in der Tabelle. Für welchen Fall gelten die Tabellenformeln? Die Formeln gelten für den Fall, dass die Biegeachse durch die jeweiligen Schwerpunkte geht. Was muss man berechnen, wenn die Biegeachse nicht durch den Flächenschwerpunkt geht? Dann berechnet man den Abstand dieser Schwerpunkte zur gemeinsamen Biegeachse. Wie groß ist der Abstand des Rechteckschwerpunkts von der Biegeachse? Der Abstand ist 0, denn er liegt auf der Biegeachse. Wie setzt sich der Abstand L der beiden Halbkreise zusammen? Der ist für beide die halbe Höhe des Rechtecks plus E1, also plus 0,4244 mal den Radius. Mit welcher Gleichung berechnet man das FTM des kombinierten Querschnitts? FTM des Rechtecks aus der Tabelle plus 2 mal FTM-Wert der Halbkreise aus der Tabelle plus Halbkreisfläche mal L². Den letzten Ausdruck haben wir wieder Jakob Steiner zu verdanken. Könnte man beide Halbkreise nicht direkt zu einem Kreis zusammenführen und dann das FTM eines Kreises einsetzen, hier unten rechts eingeblendet? Nein, könnte man nicht, denn dann gingen die beiden Abstände L verloren. Der Abstand des Kreisschwerpunktes von der Biegeachse würde ja dann 0 und rechnerisch würde das FTM um den Steiner Anteil zu klein ausfallen. Was wäre anders, wenn der Querschnitt um 90 Grad gedreht würde? Jetzt liegen sämtliche Schwerpunkte auf der Biegeachse. Wenn man die beiden Halbkreise zu einem Kreis zusammenführt, ändert sich das FTM nicht. In diesem Fall setzt sich das FTM tatsächlich nur aus den Tabellenwerten für einen Kreis und für ein Rechteck zusammen. Der Steiner Anteil entfällt, weil für jede Teilfläche der Abstand Schwerpunkt Biegeachse 0 ist.